Welcher Antrieb ist pannenanfälliger? Elektroautos oder Verbrenner? Die Antwort bekommst du in diesem Video. Pannen gibt es, seit Autos auf den Straßen rollen, doch die Fahrzeuge und die Ursachen von Pannen haben sich im Laufe der Zeit ganz schön verändert. In alten Hollywood-Filmen werden noch Stofffetzen genutzt, um gerissene Keilriemen zu ersetzen. Heute rufst du vielleicht besser den Pannendienst, damit dir richtige Kfz-Profis aus der Patsche helfen, denn mit so einem Lappen kommst du bei modernen Autos nicht mehr weit. Doch auch die Profis kommen mit konventionellen Reparaturmethoden teils auch schon an ihre Grenzen. Und das nicht nur bei Elektroautos, auch in Verbrennern wird ja immer mehr Elektronik verbaut. Deshalb ist der Pannendienst heute mit modernster Computertechnik ausgestattet, um eben die Störung in einem liegen gebliebenen E-Auto oder auch im Verbrenner auslesen zu können. Und je nach Analyse wird dann vor Ort entschieden, ob das Fahrzeug dann wirklich in eine Fachwerkstatt abgeschleppt werden muss oder ob man direkt vor Ort helfen kann. Was ist der häufigste Grund, warum der Pannendienst ausrücken muss? Ja, die Antwort finden wir in der Pannenstatistik 2023 des ADACs. Schon seit 45 Jahren wird diese Statistik jährlich vom größten Automobilclub Deutschlands erhoben. Und der Bericht zeigt, welche Autos, wie oft und vor allem aus welchen Gründen im Vorjahr eine Panne hatten. Die ADAC-Pannenstatistik ist die Informationsquelle für Autohersteller und Autosuchende, die sich einen Überblick verschaffen wollen, welche Automodelle besonders pannenanfällig sind und was doch die Ursache dafür ist. Doch bevor wir genauer in die Zahlen eintauchen, erstmal eine Quizfrage. Was schätzt du? Wie viele Einsätze hatte der ADAC im Jahr 2022? Na, schon eine Idee? Es waren 3.413.488 Einsätze allein in Deutschland. Wow! Um die Zahlen mal ein bisschen zu verdeutlichen, das sind etwa 10.000 Einsätze pro Tag und alle 9,2 Sekunden rückt jemand aus. Das ist eine ziemlich krasse Frequenz, wie ich finde. Und dann schauen wir uns doch mal genauer an, was der häufigste Grund ist, warum der Pannendienst eigentlich ausrücken muss. Störfall Nummer 1 bei Autopannen ist tatsächlich die Batterie. Ja, wer hätte das gedacht, aber Vorsicht, damit ist nicht die Hochvoltbatterie von Elektroautos gemeint, sondern die Starterbatterie. Die ist nämlich sowohl in Elektroautos als auch in Verbrennern verbaut. Jetzt fragst du dich gerade, hä? Was? Wie? Eine Starterbatterie im Elektroauto? Ja, das wissen viele tatsächlich nicht. Auch in Elektroautos ist so eine 12-Volt-Batterie als Starterbatterie verbaut. Ja, sie erweckt die Hochvoltbatterie zum Leben, wenn es also losgehen soll. Also sie versorgt das Bordnetz sowie Heizung, Klimaanlage und die Nebenaggregate für Lenk- und Bremsvorgänge. Na, und ist die Starterbatterie leer, dann läuft einfach gar nichts mehr. Also seit der ersten Datenerhebung des ADACs 1967 ist die Starterbatterie die häufigste Störung bei Autopannen. 2022 verantwortet das Bauteil 43,2% aller Panneneinsätze. Die Entladung einer Batterie kann sehr vielfältig sein und die meisten Gründe sind bekannt. Wenn man zum Beispiel Licht oder Radio anlässt, den Kofferraum nicht richtig schließt, das Fahrzeug zu lange rumstehen lässt, man die ganze Zeit nur Kurzstrecken fährt, Produktfehler, schlechte Materialqualität oder auch ein defektes Bordnetz kann dafür verantwortlich sein. Die Batterie leidet weniger durch Verschleiß im Betrieb, sondern eher durch Verschleiß im Nichtbetrieb, also eben durchs Rumstehen und nicht nutzen. Da sind beide Antriebe gleichermaßen betroffen, also fast. Es gibt nämlich immer mehr Elektroautos, in denen sich die 12-Volt-Batterie über die Hochvolt-Batterie nachladen lässt. Beim Verbrenner geht das nicht. Und hier noch eine weitere gute Nachricht. Bei einer Starterbatteriepanne kann dir immer schnell geholfen werden. Sollte sich beim Auslesen die Batteriestörung bestätigen, dann kannst du vom Pannendienst überbrückt werden oder die Batterie wird direkt ausgetauscht. Für alle, die ganz sicher gehen wollen, habe ich noch einen kleinen Tipp. Und zwar gibt es so mobile Powerbanks mit Starthilfefunktion. Die einfach ins Auto packen und alles ist gut. Elektroauto versus Verbrenner. Welcher Antrieb hat mehr Pannen? Das ist die Frage aller Fragen. Ja, Fakt ist, dank gestiegener Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen konnte der ADAC 2023 erstmals ausreichend Daten erfassen, um endlich eine Antwort auf diese Frage zu bekommen. Für eine korrekte Auswertung wurden nur die Daten reiner Elektroautos und Verbrenner aus demselben Erstzulassungsjahr 2020 gegenübergestellt. Da die Pannenwahrscheinlichkeit mit dem Alter eines Fahrzeugs ja wächst und E-Autos eher jünger sind, wurde so eine faire Basis geschaffen. Und hier kommt
die Auswertung. Von etwa 2,2 Millionen zugelassenen Verbrennern hatten 6,9 Autos von 1000 eine Panne. Bei den etwa 175.000 zugelassenen Elektroautos waren es nur 4,9 von 1000 Fahrzeugen. Die ADAC-Pannenstatistik zeigt also, dass die Antriebe von Verbrennern 40% mehr Pannen haben als die Antriebe von Elektroautos. Für E-Fans wie mich erstmal ein Grund zum Feiern. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, dass die Datenlage noch relativ überschaubar ist. Denn mit höherem Alter und längerer Laufzeit können sich die Zahlen auch noch etwas verändern. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die E-Autos werden da weiter die Nase vorn haben. Kommen wir zu den Details. Was für Pannen hatten die Elektroautos und Verbrenner aus der Statistik? Die Pannen mit Starterbatterie sind auch in dieser Sonderauswertung des ADACs auf Platz 1 der häufigsten Einsätze, gefolgt von Reifenpannen, bei denen die Elektroautos weniger betroffen waren. Hier gehen die Experten allerdings davon aus, dass Verbrenner grundsätzlich eine höhere Laufleistung haben und die Reifen deshalb öfter zu Pannen führen könnten. Ob das auch so stimmt, wird sich in den Auswertungen der nächsten Jahre zeigen, deswegen unbedingt den Kanal abonnieren. Ich werde natürlich darüber berichten. Machen wir chronologisch weiter. Bei den Bauteilen Generator, Anlasser, Bordnetz und Beleuchtung haben Elektroautos häufiger Probleme als Verbrenner, aber nur mit kleinem Abstand. Doch bei den Pannen im Zusammenhang mit Schlüsseln, Schlössern und auch Wegfahrsperren ist der Abstand zwischen den Antrieben schon ein bisschen größer. Dass hier Elektroautos weniger betroffen sind, hängt vermutlich mit dieser Keyless-Go-Funktion zusammen, also dem kontaktlosen Öffnen von E-Autos, die bei vielen Modellen ja angeboten wird. Da kann man sich eben nicht so leicht aussperren und ich liebe das. Ich nehme nicht mal einen Schlüssel mit, sondern ich habe einfach nur mein Smartphone dabei und das Auto geht auf und fährt los. Das ist schon cool. Aber unter dieser Pannenrubrik ist vielleicht auch eine ganz typische Störung für Elektroautos mit aufgelistet. Manchmal lässt sich nämlich der Ladestecker nach dem Laden nicht ablösen. Das ist sehr ärgerlich. Der ist dann wie so festgehakt und klar kannst du dann den Pannendienst rufen, aber du kannst das Problem auch oft selbst lösen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die meisten Elektroautos haben eine Notentriegelung für den Ladestecker. Wie du den genau auslöst, steht natürlich in deiner Bedienungsanleitung. Meistens funktioniert das aber, wenn man einen Schlüssel fürs Auto hat, einmal zuschließen, einmal aufschließen und dann löst sich meistens auch der Ladestecker. Und dann kommen wir schon zu den unglücklichsten Pannen, die man sich als Autofahrer und Autofahrerin gar nicht wünscht. Und zwar Störungen am Motor, im Motormanagement und an der Hochvoltbatterie des Elektroautos. Die Auswertung macht deutlich, dass Verbrenner im direkten Vergleich das Nachsehen haben. Die Erklärung ist eigentlich ganz einfach. Wer sich mit Elektroautos auskennt, der weiß, dass in den Fahrzeugen viel weniger Teile verbaut sind, also kann auch viel weniger kaputt gehen. Im Gegensatz zum Verbrenner hat ein Elektroauto keinen Auspuff, kein klassisches Getriebe, keine Kupplung, keine Abgasrückführung, keine Kraftstoffeinspritzung und auch keinen Turbolader. Das sind ja alles Verschleißteile, die zu einer Panne führen können. Und für mich sind das 6 weitere gute Gründe, auf Elektromobilität umzusteigen. Und wenn du noch mehr Gründe brauchst, in der Infobox habe ich dir das perfekte Video dazu verlinkt. Beim Blick auf die weiteren Panneneinsätze wie Karosserie, Antrieb und Bremsen liegen Verbrenner und Elektroautos ungefähr gleich auf. Was sich hinter Sonstiges bei den Verbrennerpannen verbirgt, das bleibt erstmal ein Rätsel. Aber Moment mal, was ist denn, wenn der Tank oder die Batterie leer gefahren sind? Wo tauchen eigentlich diese Pannen auf? Naja, streng genommen sind leer gefahrene Tanks oder Batterien keine Pannen und könnten sogar mit einem Bußgeld geahndet werden mit bis zu 35 €. Die Infos zum Bußgeldkatalog habe ich in der Infobox verlinkt. Tatsächlich ist das Risiko für Elektroautos sehr gering, eine Batterie wirklich komplett leer zu fahren. Denn die E-Autos informieren den Fahrer rechtzeitig, an das Laden zu denken und die Warnmeldungen werden auch immer deutlicher. Bei fast allen E-Fahrzeugen werden direkt passende Ladestationen in der Nähe vorgeschlagen und dann direkt in das Navi eingeplant. Dennoch sollte wirklich mal ein Stromer oder ein Verbrenner ausgehungert liegen bleiben, dann kann natürlich der Pannendienst weiterhelfen. Der Verbrenner wird mit einem Ersatzkanister versorgt und kommt dann natürlich wieder bis zur nächsten Tankstelle. Und Elektroautos werden bis zur nächsten Ladesäule abgeschleppt. Ob das im Versicherungsfall auch mit abgedeckt ist, das muss nochmal im Einzelfall geprüft werden. Meine Empfehlung ist, gar nicht erst auf Reserve fahren. Das ist auch besser für die Autos. Damit du deine Ladung und freie Ladesäulen immer gut im Blick hast, habe ich einen richtig guten Tipp für dich. Die von Stiftung Warentest ausgezeichnete Mobility Plus App der NBW ist eigentlich der perfekte Begleiter für deinen elektromobilen Alltag. Die App zeigt dir nämlich immer ganz genau die nächste freie Ladesäule an. Du profitierst von dem großen NBW Hypernetz mit über 500.000 Ladepunkten und du lädst immer 100% Ökostrom. Mehr Infos zur App und zum Ladestromtarif der NBW findest du unten in der Infobox. Also am
am besten App gleich mal runterladen und dann geht die Fahrt los. Mein Fazit. Mein Fazit möchte ich mit folgender Frage schließen. Sind denn Elektroautos jetzt weniger pannenanfällig als Verbrenner? Naja, viel deutet in der Statistik darauf hin und technisch macht es ja eigentlich nur Sinn, wegen weniger Teile und so. Ich denke aber, für ein abschließendes Fazit im Pannenvergleich der zwei Antriebe ist es vielleicht jetzt noch ein bisschen zu früh. Der ADAC hat 2023 ja erstmals die Daten für eine Gegenüberstellung ziehen können mit Fahrzeugen aus dem Zulassungsjahr 2020. Die Fahrzeuge, die in der Auswertung unter die Lupe genommen wurden, sind ja noch relativ jung und müssen sich die nächsten Jahre weiter bewähren. Aber wie gesagt, ich glaube, da muss sich die Elektromobilität nicht verstecken. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was die ADAC Pannenstatistik 2024 zeigt. Wenn dir das Video jetzt weitergeholfen hat und dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat, dann drück doch gerne mal einen Daumen hoch, da freue ich mich sehr und ich freue mich vor allem, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis bald. Bisschen Effort hier, bisschen Production Value. Oh Mann, habe ich einfach so rein improvisiert. Frechdachs. Keine Kupplung, keine Abgasrückführung, keine Kraft. Was? Bitte?